Привет, мои дорогие! Wie ihr es bereits an dem Titel erkennen könnt, wird dieses Video nicht der typische Content von mir sein, den ihr bereits gewohnt seid, denn mit diesem Video möchte ich sehr, sehr gerne meine Reichweite nutzen, um Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Putins Krieg Menschenleben kostet, dass auf ukrainischem Boden Menschen wegen Putins Krieg sterben, dass sie fliehen müssen, dass Familien auseinandergerissen werden, dass Menschen um ihr Leben fürchten, dass sie in Kellern sitzen, dass sie in U-Bahn-Stationen ausharren und große Angst, große Panik haben und dass männliche Personen dazu gezwungen werden, in diesem Krieg mitzumachen und andere zu töten. Und da ich selbst ukrainisch-russische Wurzeln habe, kann ich einfach nicht so weitermachen wie bisher. Und genau deswegen möchte ich hier meine Reichweite dafür nutzen, aber weniger dafür, um euch in Bezug auf die Person Putin aufzuklären oder irgendwelche geopolitischen Statements zu machen, denn da bin ich einfach überfragt, da habe ich nicht sonderlich viel Ahnung von. Ich bin hauptsächlich in Deutschland aufgewachsen. Auch wenn ich eben ukrainisch-russische Wurzeln habe, habe ich dennoch etwas von der Kultur mitbekommen. Und wenn ich mir Videos im Originalton anschaue, dann macht mich das einfach wahnsinnig betroffen, machtlos, hilflos, macht mich wütend und macht mir Angst, denn Untertitel oder irgendwelche Übersetzungen können die Verzweiflung, den Frust und die Wut dieser Menschen einfach nicht vermitteln. Und auch jetzt ringe ich nach Worten, aber konnte dennoch aufgrund des Zusammenhalts meiner Community, also auch aufgrund euch und eurer Nachrichten und wie ihr mit diesem Thema umgeht, Kraft sammeln, um dieses Video zu machen, um aktiv zu werden. Denn wenn ich ehrlich sein soll, habe ich in den letzten Tagen hauptsächlich Angst verspürt. Ich hatte Panik, ich habe sehr, sehr viel geweint. Und ja, natürlich habe ich auch etwas spenden können. Ich war auf einer Demo, aber mit diesem Video möchte ich einfach noch ein kleines bisschen mehr tun und meine Reichweite hier sinnvoll nutzen. Falls ihr nicht die Möglichkeit haben solltet zu spenden, dann schaut dieses Video bitte mit Werbung an, teilt es, damit möglichst viele Menschen es sehen, damit eben auch möglichst viele AdSense-Einnahmen zusammenkommen, denn diese möchte ich nach 4 Wochen an Hilfsorganisationen spenden und so auch noch aktiver werden, als ich es jetzt schon versuche zu tun. Wie ich auch bereits erwähnt habe, haben mich etliche Nachrichten von euch auf Instagram erreicht und die meisten von euch verspüren Angst, Wut, Frust, Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Ich weiß, dass Social Media euch manchmal wahrmachen möchte, dass das alles nicht legitim ist. Doch eins sei hier bitte gesagt, es ist völlig normal, diese Dinge zu verspüren. Denn wenn man versucht, solche Gefühle ständig zu verstecken oder hinterzuschlucken oder so zu tun, als würden sie nicht existieren, dann macht das einen erst recht kaputt und verhindert eben auch, dass man aktiv wird. Also lasst diese Gefühle gern bis zu einem Grad zu. Falls sie euch übermannen sollten, falls sie euch im Alltag extrem einschränken sollten, dann sucht euch bitte psychologische Hilfe. Das ist auch völlig okay und sollte in Anspruch genommen werden. Ich packe euch wie immer unten in die Infobox alle möglichen Informationen, die Telefonseelsorge. Da könnt ihr euch sehr, sehr gerne melden, wenn ihr Hilfe braucht. Manchmal reicht es auch einfach, jemanden zu finden, mit dem man darüber sprechen kann. Und deshalb möchte ich auch an dieser Stelle sagen, ihr seid hier alle willkommen, egal ob ihr Angst habt, egal ob ihr frustriert seid, egal ob ihr wütend seid. Egal, ob ihr aktiv werden möchtet, ihr könnt euch hier in den Kommentaren bestärken, austauschen, unterstützen und vernetzen, denn dafür ist diese Community da, denn dieser Zusammenhalt, der stärkt uns nur, der hilft uns dabei, aktiv zu werden. Es gibt Menschen, die können sofort aktiv werden, die haben sofort diese Energiereserven, andere wiederum haben das nicht, die sondieren erstmal die Lage und schauen, wie sie wo was angehen können und ganz andere wiederum versuchen, sich möglichst gut abzulenken, um nicht noch mehr in Panik zu geraten.
all diese Verhaltensweisen sind vollkommen okay, vollkommen menschlich und gehören zum Menschsein dazu. Deshalb möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass es überhaupt niemandem hilft, irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Denn wie jemand, der gerade aktiv werden kann, kann diese Person wieder in sich zurückkehren, um Energie zu sammeln. Eine andere wiederum, die vielleicht gerade nicht aktiv sein kann, ja, hat genug Kraft gesammelt und kann wieder aktiv werden. Das ist so ein Gleichgewicht von Pausen machen, sich Pausen zugestehen und wieder aktiv werden, was völlig normal ist. Wenn wir jetzt auch noch anfangen, uns aufgrund dieser Schuldzuweisungen mehr voneinander zu entfernen, dann hat Putin das, was er möchte, erreicht, nämlich, dass wir uns uneins sind, dass die Gesellschaft gespalten wird. Aber an dieser Stelle will ich euch auch nochmal Mut machen, denn viele von euch sind berechtigterweise verzweifelt. Der Zusammenhalt ist riesig groß. Es wird an allen möglichen Orten demonstriert, überall auf der gesamten Welt und viele Menschen sprechen sich gegen den Krieg aus. Die Bilder, die von diesen Friedensdemonstrationen aktuell um die Welt gehen, geben mir wahnsinnig viel Kraft. Und sie sind eben auch eine Möglichkeit, anderen Menschen eine Stimme zu geben, die ihre Stimme gerade nicht nutzen können. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal meinen größten Respekt für diejenigen aussprechen, die trotz Strafverfolgung und Inhaftierung in ihrem Land gegen diesen Krieg demonstrieren gehen. Euer Mut ist bemerkenswert, aber leider auch extrem notwendig. In solchen Momenten denke ich an all diejenigen Menschen, die friedlich, frei und ohne Ängste miteinander leben möchten. Und ich weiß, dass es einem manchmal ganz anders erscheint, aber es sind definitiv mehr, als man denkt. Deshalb möchte ich zum Schluss dieses Videos nochmal eindringlich darum bitten, dass ihr aktiv werdet, falls es euch möglich ist. Egal ob in Form einer Spende oder indem ihr zum Beispiel auf eine Demo geht oder indem ihr dieses Video teilt, indem ihr hier die Werbung schaut, damit ich die AdSense-Einnahmen spenden kann oder indem ihr anderen Content teilt oder indem ihr irgendwie anders eure Hilfe anbietet, damit dieser Zusammenhalt einfach eine Signalwirkung hat und auch uns darin bestärkt, wie wir miteinander leben wollen.